Geht's los? Geht los. Auf los geht's los. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu unserem neuen Video bei Cargold. Heute Morgen haben wir hier einen Porsche 911 Targa aus dem Baujahr 1976. Und das, was das Baujahr 76 eigentlich besonders gemacht hat, da hat Porsche zum ersten Mal eine Garantie auf die Karosserie von 6 Jahren gegeben, weil man sie links und rechts Feuer verzinkt hat. Das heißt also, durch Rostung hat es damals gar nicht mehr gegeben. Und das Schöne bei unserem Auto, der ist vor, ich schätze mal so ungefähr 10 Jahren entdeckt worden in den USA und ist völlig rostfrei gewesen, ist dann nach Deutschland gekommen zu einem Spezialisten, ist voll restauriert worden. Und das Schöne an dem Wagen, er hat Matching Numbers, er hat Matching Colors und er hat diese wunderschöne Farbe. Er ist in diesem tollen grün Metallic. Also wir haben leider im Moment gerade Nieselwetter plötzlich bekommen in Bayern hier. Normalerweise machen wir bei Nieselwetter ja keine Filme. Und ist der Wagen gerade in der Aufarbeitung gewesen und wirklich perfekt gemacht worden. Nee, aber ich glaube, das können wir uns echt checken, ne? Oder? Ja. Das ist schade, ne? Ja, was machen wir denn jetzt? Und der ist von unten ja auch neu, ne? Ja. Nee, kann man nicht machen. Kann man nichts. Ja, was wollen wir also? Okay, komm, Paul filmt trotzdem weiter. Jetzt machen wir mal der Not gehorchende einen etwas kürzeren Film, weil der Wagen ist wirklich toll restauriert. Also wir haben 2 Gutachten von dem Wagen, die hervorragend sind, die Zustand 1- dem Auto, glaube ich, bestätigen, nicht beschädigen, Zustand 1 bis 2. Und der ist wirklich klasse gemacht und ich merke jetzt schon hier beim Fahren, die Maschine ist auch gemacht, der läuft wirklich toll. Also normalerweise hat der ja 165 PS, der Porsche, aber er hier hat 190 PS, weil er die stärkeren Kolben, die RS-Kolben drin hat. Es ist ja sein berühmter Vorgänger, war ja der 2.7 RS. Wisst ihr vielleicht, die Autos kosten heute so 500, 600 bis 800.000 Euro, je nachdem, was man von Auto hat von denen. Gab es ja auch in Leichtbau. Und das ist eben praktisch sowas wie ein Nachfolger, ein 2.7er als Targa. Und ich persönlich finde das Auto wunderschön, weil der hat eine Farbkonstellation. Ich merke jetzt schon, ist auch gut gemacht. Also er fährt wirklich gut. Hier klassisch die Porsche-Armatur, das kennt ihr sicherlich hier vorne. Und ich finde ihn auch gar nicht mal so teuer. Also er liegt unter 130.000 Euro. Das ist für ein restauriertes Auto in der Güte also wirklich passend. Hatte auch schon einige Anrufe. Wir haben schon Fotos von dem Wagen ins Netz gestellt. Jetzt klappen die Kindersitze um hinten, weil ich ein bisschen scharf gebremst habe. Aber egal. Müssen wir wieder aufklappen irgendwie, oder? Ja, laufen tut er toll. Haben wir durch Zufall angeboten bekommen. Ich habe den gleich genommen, weil ich sag mal, Targas gibt es viele, aber oft da so in weiß oder in rot oder so in Farben, die man nicht unbedingt möchte. Aber ein grün Metallic mit Cognac ist absolut selten. Und ich kann euch sagen, das Auto ist wirklich wunderschön. Wiegt 1100 Kilo, also ist wirklich ein reines Sportgerät und so ein Porsche ist ja dafür bekannt, wenn man in über 4000 Umdrehungen tourt, hier kann man das sehen, direkt im Blickfeld des Fahrers, da beißt der richtig zu. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, wir haben so ein leichtes Nieselwetter bekommen und nicht, dass wir hier einen Abflug machen mit unserem 911. Also eins steht mal fest, der hat richtig Kraft, der läuft auch gut, das spüre ich auch. Was kann man noch sagen zu dem Auto? Er kommt aus einer guten Hand, er ist wirklich schön restauriert. Wir haben 2 Gutachten, wo der Wagen mit ca. 140.000 Euro eingeschätzt wird. Wir liegen einiges darunter und ich bin der Meinung, das ist deshalb, er hat ja eine ganz seltene Farbe, die gibt es so gut wie gar nicht. Und ich persönlich finde, das steht dem Auto extrem gut, also wirklich toll. Und fahren tut er top, er hat 4 Scheibenbremsen, wenn man da drauf tritt, da kommt sofort was. Er klebt an der Straße, also damit beginnt ja praktisch hier schon das klassische G-Modell. So hießen die Porsche, die man bis 1989 gebaut hat. Das war eigentlich der Urklassiker. Und der hatte dann auch richtig Kraft. So die ersten Porsche, so 1965, 1964, die ersten 911er, haben noch nicht so viel Dampf gehabt. Aber der hier, der geht richtig nach vorne. Und das merkt man. Das Tolle ist, er hat tolle Details. Hier Chrom, das ist tipptopp gemacht alles. Es ist zwar ein US-Auto, aber er ist in Amerika dann hier rüber gekommen, war glücklicherweise rostfrei, was ganz wichtig ist. Und als man dann hier die Restaurierung gemacht hat, dann hat man sich angeguckt, wie hat der Wagen früher mal ausgesehen und genau so macht man jetzt auch wieder.
Und sowas ist ganz, ganz selten beim Targa. Und dann noch mit Cognac innen, das sieht einfach fantastisch aus. Können wir nur hoffen, dass der Wagen nicht ganz so schmutzig geworden ist. Aber wir fahren gleich nach Hause. Ihr dürft euch auch nicht wundern. Manchmal sagt ihr, ja, wieso macht ihr nur kurze Filme oder nur einen Standfilm oder schlechte Gegend? Das hat mit dem Wetter zu tun. Also wir haben wirklich gute Autos und wir wollen einfach nicht, dass die schmutzig werden. Und wir sind halt eben immer wieder doch von der Wetterlage sehr, sehr abhängig. Und da müssen wir halt aufpassen, genauso wie jetzt. Das wird feucht und da muss man sofort so einen Wagen wegfahren. Denn wir haben hier Landwirtschaft und ab und zu mal dann Dreck auf den Straßen. Das muss so ein Wagen nicht haben. Also der ist wirklich klasse gemacht von oben und von unten. Ich zeige euch da auch gleich mal das Gutachten dazu. Hier sind wir schon wieder im Beuerberg. Das war jetzt ein bisschen kurz. Tja, Porsche 911 Targa. Was ist das Besondere an dem 911 Targa? Das kann ich euch zeigen. Er hat diesen wunderschönen silbernen Bügel, der wird ja heute auch wieder aufgelegt. Wenn ihr euch heute einen neuen Targa kauft, das ist eine Reminiszenz an die 70er Jahre, so ging das los. Aber schaut euch mal das Auto an. Diese neuwertigen Felgen, Reifen sind neu, auch nur die guten drauf, die Pirellis. Da mache ich mal hinten kurz einen Motorraum auf, dass ihr mal sehen könnt, wie so ein Wagen, wenn er gut ist, auch dann aussieht. Kleinen Moment. So, was mir jetzt fehlt, ist der Hebel hier. Ach da, okay, alles klar, Entschuldigung. Ja, schaut mal kurz hier rein. Restaurierte Porsche-Maschine, 2,7 Liter Dieseljet, 190 PS. Also alles ganz sauber, alles toll gemacht. Und dann eben dieser tolle Lack. Nicht, seht euch das mal an hier. Das ist eine wunderschöne Farbe auf dem Auto. Und so ist er seinerzeit auch gebaut und ausgeliefert worden. Und ihr könnt hier gucken, egal wo ihr schaut. Das ist ein herrlich gepflegter Wagen. Also der ist ganz toll restauriert worden. Wir haben auch ein dickes Gutachten, nicht so ein 2-Seiten-Gutachten, sondern wir haben 2 dicke Gutachten, aus denen ein deutlich hervorgeht, dass der Wagen wirklich hervorragend ist. Schaut euch das mal an. Und dann das Cognacfarbene da drin, toll. Targa heißt übrigens dieses Plastikdach hier oben, was hier drauf ist. Und das ist wie so ein Windschott eigentlich, hier hinten die Scheibe. Weil man nimmt normalerweise das Targa-Dach ab, dann sitzt man wie im Cabrio und tut das hinter die Sitze. Ja, und dann ist man halb offen oder eigentlich genau genommen ganz offen, aber es zieht nicht von hinten. War eine super Idee von Porsche und der Name Targa kommt ja auch von Porsche. Ja, wiegt 1100 Kilo, ist in 7,5 Sekunden auf 100, fährt fast 220 Stundenkilometer Spitze, war also richtig schnell. Und man kann eigentlich sagen, das ist schon mal so der richtige Porsche. Ihr seht das vorne an den Stoßstangen hier vorne. Nicht, das gab es ja früher nicht. Also dass das dann federte, wenn man da mal wogegen gefahren ist. Was ich gut finde, er hat hier in den Lampen noch die schönen Chromringe. Und ich finde, dass so Chrom an so einem Auto, so einen Wagen einfach schöner macht. Und dann guckt euch mal diese Farbe. Also mich hat der total begeistert. Ich habe heute einen Frosch im Hals. Als ich das gesehen habe hier, dachte ich, Mann, ist das ein schöner Targa. Weil Targa gibt es ja doch einige, obwohl nur unter 10.000 von dem Modell gebaut wurden. Also verhältnismäßig wenige. Dieser ist ja Baujahr 76, da sind ungefähr 2000 Stück von gebaut worden. Aber schaut ihn euch an. Also er ist toll restauriert, er ist toll lackiert worden, er hat ganz tolle Flächen. Spaltmaß stimmt bei dem Auto, fahren tut er gut. Innen drin habe ich gesehen, hat er noch die originalen Instrumente. Und der ganze Zustand ist bei dem Wagen wirklich gut. Das sind übrigens Kindersitze hier hinten, um das nur mal kurz zu zeigen. Und was sich da unten drunter verbirgt, das sind jetzt in dem Fall die Gutachten zum Auto. So, eine Gutachten, guck mal hier, 28.09.22 und das ist ziemlich dick. Und hier könnt ihr sehen, Auto ist hervorragend, Leder ist neu gemacht worden, ist auch richtig gemacht worden, es ist gut gemacht worden. Ich habe auch vorhin noch gesehen, da gibt es Autos, Foto auch vorne, alles tipptopp im Zustand. Kofferraum, das haben wir euch eben hinten auch gezeigt, also Motorraum. Und auch von unten, das ist alles neuwertig, nicht? Guck mal hier, das ist alles super gemacht worden. Also wirklich ein schöner Zustand von dem Auto. Tja, das macht Spaß, so einen Wagen zu besitzen. Und dadurch, dass der im Einstand auch nicht so besonders teuer ist, also Geld- oder Wertverlust gibt es bei dem Auto überhaupt nicht. Guck mal hier, der ist ein paar Jahre älter, das Gutachten. Also da sieht man einfach, in welcher Güte das gemacht wurde. Es ist 5 oder 6 Jahre her, die Restaurierung. Schaut mal hier, das ist wirklich top gemacht worden alles, ne? Kann man sehen, alles neu, da ist viel Geld reingegangen. Und wenn man sowas heute machen lässt, ist man mal eben locker bei, ich sag mal, 120.000 bis 150.000 Euro. Plus das Eilteil, da müsste so ein Auto immer 200 kosten. Gibt ja so einen großen Händler, der also in großem Umfang damit handelt.
Aber so ein Wagen in der Güte für das Geld wird da nicht angeboten. Das weiß ich, sind deutlich teurer. Ja, damit ging dann Porsche so richtig mit den schnellen Autos los. Steht hier hinten auch drauf, 911S. Dieses schöne Design, so Mitte der 70er Jahre. Gibt es ja heute auch so nicht mehr. Aber ob das jetzt hier die Lichter sind, schaut mal hier, das ist alles in einem hervorragenden Zustand. Nicht gerissen, zerplatzt oder vergilbt oder so, alles nicht. Hat ein wunderschönes, originales Armaturenbrett, wo die Kilometer bis 250 gehen. Und ich sage mal, Tacho 230 ist der mit Sicherheit gelaufen. Schaut mal da rein. Das originale Lederlenkrad von Porsche ist auch dran. Die Fünfgangschaltung, also so kennt man es vom G-Modell. Aber als Targa noch mit Chrom, der noch diese wunderschönen Ausstellfenster hat. Schaut euch das mal an hier, wie schön das ist. Und vor allen Dingen, wie gut im Zustand, nicht? Also wirklich top im Zustand bei dem Auto. Für die, die es technisch interessiert, 235 Newtonmeter, der ist auch sofort auf 200. Er wiegt, wie gesagt, nicht viel, gut 1100 Kilo. 7,5 Sekunden bis 100. Also das sind Werte, da könnt ihr auch heute im Straßenverkehr hervorragend mitfahren. Verbrauch hat er so, ich sag mal, je nach Schnelligkeit, wie scharf man ihn fährt, zwischen 9 und 13 Liter, würde ich mal sagen. Man kann ihn so mit 10, 11 Litern fahren. Und das ist auch heute noch aktuell für einen richtigen Sportwagen. Man hat hier aber was es so im Straßenverkehr einfach nicht gibt. Ein Grünmetallic mit Leder Cognac, mit dem schönen Chrombügel, das sieht einfach toll aus. Ja, haben wir so sehr selten. Porsche 911 Targa von 1976, restauriert, mit Akte, mit Dokumenten. Es ist alles dabei, ein wunderschöner Wagen in Grünmetallic. Ich persönlich finde die Farbe klasse und ich wüsste gar nicht, welche schönere Farbe es auf so einem Auto eigentlich gibt. Und dazu kommt dieser wirklich gute Zustand, den man hier in Deutschland gemacht hat. Original gefunden in den USA, hier rübergebracht und dann top restauriert. Tja, das war's eigentlich. Ich wünsche euch alles Gute. War jetzt mal ein bisschen kürzeres Filmchen, aber es ist auch ein knackiges Auto. Ich glaube nicht, dass wir ihn lange haben, weil er einfach schön ist. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschütz und ciao.